Hallo meine Lieben, heute gibt's was Marokkanisches und zwar Missemen und das ist ein marokkanisches Brot mit ganz vielen Schichten. Das isst man morgens mit Tee oder halt auch nachmittags, auch zum Tee oder zum Kaffee. Verfeinert wird das mit Honig, Marmelade, Nutella, was ihr mögt. Dann zu den Zutaten. Ihr benötigt ca. 500 Gramm Mehl, 1 Esslöffel Zucker, 1,5 Esslöffel Salz. Dann benötigt ihr Smit, das ist Hartweizengrieß, kriegt ihr beim Marokkaner oder beim Türken. Und ca. 650 Milliliter lauwarmes Wasser und ein bisschen Hefe. Nun füge ich die ganzen trockenen Zutaten zusammen. Das mache ich gerne in meiner Küchenmaschine. Ihr könnt das auch mit einem Handrührgerät machen oder mit der Hand. Dann braucht ihr natürlich etwas länger dafür. Bei der Hefe füge ich circa ein Viertel dazu, nicht die ganze Packung. Nun gebe ich das Wasser Stück für Stück hinzu und gucke, dass es ein weicher Teig wird. So, mein Teig ist jetzt fertig. Ich werde jetzt meine Finger mit ein bisschen Sonnenblumenöl benetzen und aus dem Teig eine schöne Kugel formen. Der Teig sollte nicht zu fest werden. Er sollte weich und elastisch sein. Ich benetze immer wieder meine Finger mit ein bisschen Öl, nicht zu viel, nur so lange, bis ich eine schöne Kugel geformt habe. Der Teig muss jetzt ca. 15 Minuten ruhen. So, nun nehme ich wieder ein bisschen Öl und benetze damit wieder meine Hände und forme aus dem Teig kleine Kugeln. Nicht zu groß und auch nicht zu klein. Ungefähr kleiner als ein Tennisball und etwas größer als ein Golfball. Nun lege ich die Kugeln auf ein geöltes Tablett und so verfahre ich dann mit dem kompletten Teig. Jetzt benetze ich die Kugeln nochmal mit Öl und decke sie für ca. 15 Minuten mit Frischhaltefolie ab. Nach ca. 15 Minuten können die Kugeln weiterverarbeitet werden. Dafür mache ich mir auf die Arbeitsplatte nochmal ein bisschen Öl und nehme mir eine Kugel. Diese Kugel wird dann so lange ausgebreitet, bis sie hauchdünn ist. Dabei wird immer wieder ein bisschen Öl auf den Teig gegeben und immer weiter ausgebreitet, bis er hauchdünn ist. Vorsichtig beim Ausbreiten, der darf natürlich auch nicht reißen. Falls es mal passiert, ist es nicht so schlimm, wenn da sich kleine Löcher bilden.
Ich habe dann, wie gesagt, eine Schüssel mit Öl vorbereitet, dann ein wenig von dem Smeat, also von dem Hartweizengrieß in eine kleine Schüssel und Butter auf den Teller getan. Diese 3 Zutaten benötigt ihr immer wieder für den Teig. Und zwar gebe ich jetzt ein bisschen Butter bzw. Margarine auf den Teig. Den verstreichen wir auf der gesamten Fläche. Aufpassen, wie gesagt, mit den Löchern. Hier war ich ein bisschen zu grob. Nehme ein bisschen Smeat und dann mit dem Öl nochmal besprenkeln. Als erstes schlagen wir den Teig bis zur Mitte um, ein bisschen mit Öl benetzen. Wer mag, bei jedem Schritt immer ein bisschen Smeat. Dann von unten hin zur Oberkante, dann die Seiten bis zur Mitte und dann nochmal mit Öl benetzen und auf die Seite legen. So verfahren wir jetzt mit den ganzen Kugeln. Dann zeige ich euch das noch einmal, und zwar nochmal benetzen mit Öl, den Teig dann hauchdünn ausbreiten. Immer wieder mit ein bisschen Öl benetzen, damit er euch nicht direkt komplett reißt. So bleibt er auch schön elastisch. Immer erst die Butter dazugeben, dann kommt der Hartweizengrieß und dann wieder das Öl. Alles gut verstreichen. Jetzt wird der Teig einmal umgeschlagen. Bei jedem Schritt, wie gesagt, Hartweizengrieß, wer mag. Nochmal einmal von unten nach oben. Die Seite bis zur Mitte und die andere Seite dann komplett zum Viereck. Wenn ihr dann alles durch habt, nehme ich mir dann ein Viereck, benetze wieder alles mit ein bisschen Öl und breite das Viereck dann ein wenig aus. Nicht zu dünn und nicht zu dick. Wenn ihr es zu dünn macht, wird es zu hart. Wenn ihr es zu dick macht, dann wird es nicht richtig durch. Ihr könnt dann eine Pfanne oder wie ich hier eine Crepepfanne nehmen, heiß werden lassen und dann einmal drauf. Wenn ein Brot dann auf der Pfanne ist, könnt ihr währenddessen ein zweites Stück nehmen und das schon mal ausbreiten. Das eine Brot immer wieder hin und her schieben, dann wird es besser gleichmäßig braun, beziehungsweise immer wieder wenden nach ein paar Minuten, bis beide Seiten goldgelb gebacken sind. Vorsicht, sehr heiß, ihr könnt zum Wenden natürlich auch eine Zange nehmen. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt mit den Fingern das machen. Wenn beide Seiten dann schön goldgelb gebacken sind, legt ihr die Brote einfach auf ein Kuchengitter zum Abkühlen. Meine Brote habe ich jetzt fertig. Die habe ich einmal umgeklappt und einmal in der Mitte durchgeschnitten. Die könnt ihr jetzt gerne
lauwarm genießen. Ich genieße es gerne mit ein bisschen Honig. Ihr könnt natürlich Nutella nehmen, Frischkäse, Käse, Marmelade, was euch beliebt ist. Dazu passt ein leckerer marokkanischer Tee oder natürlich Kaffee, wenn ihr mögt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne eine Nachricht, ob ihr das auch gern gemacht habt. Ihr könnt mich gerne kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video von mir. Ich wünsche einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Ciao!